In diesem Video zeige ich wunderbare Aussichten auf die Moselschleife am Bremmer Kalmont. Wir sind auf dem Eulenköpfchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Wir blicken hinab auf den kleinen Moselort Neef. Man erkennt ihn von hier oben unter anderem an der Staustufe, die sich direkt am Ortsausgang in Richtung Zell befindet. Von hier sind es nur noch wenige Kilometer, bis dass die Mosel eine ihrer berühmtesten Schleifen erreicht, die direkt unterhalb des Bremmer Kalmonts, dem steilsten Weinberg Europas. Von hier oben lässt sich im Moment diese Moselschleife nur erahnen, denn wir sind auf dem Petersberg, der später zur Halbinsel der Schleife abflacht. Sehr wahrscheinlich war der Petersberg schon in der vorchristlichen Zeit für die Kelten ein wichtiger Standort. Durch hier gemachte Funde konnte man darauf schließen, dass sich hier oben in dieser exponierten Lage ein gallorömischer Tempel befand, in dem Naturgötter kultartig verehrt wurden. Auch im Zeitverlauf nach den Kelten blieb der Petersberg ein geschichtlich hochinteressanter Platz. Dies ist vor allem auf die Zeit der Römer zurückzuführen, denn sie errichteten hier auf diesem steilen und schwer zugänglichen, langgezogenen, schmalen Grat des Berges eine Höhlenbefestigung. Der Gipfel des Eulenköpfchens stellte im Bereich dieser Anlage den zentralen Punkt dar. Doch die Festung wurde schon kurz danach bereits Schritt für Schritt wieder abgetragen. Die Bausteine waren äußerst begehrt und fanden in Mauerwerken jeglicher Art Verwendung, zum Beispiel in alten Weinbergsmauern rund um das Eulenköpfchen. Rund um diese Höhenbefestigung hatten sich sowohl Zivilbevölkerung als auch Militär angesiedelt. Besonders der flach abfallende Nordhang des Berges wurde zur Errichtung römischer Villen genutzt. Selbst dort, wo man heute die Ruinen des Klosters Stuben findet, stand zuvor ein römisches Burghaus. Ganz klare Siedlungsspuren, die unzweifelhaft mit der Befestigung in Verbindung standen, hinterlässt ein entdecktes Gräberfeld auf dem Bergrücken. Beerdigungsspuren gehen bis ins 6. Jahrhundert zurück. Hier stand zur damaligen Zeit auch bereits eine kleine Kirche, die vermutlich auch schon als Patron den heiligen Petrus hatte, so wie später hier die Peterskapelle. Vermutlich geht hierauf auch der Name des Petersbergs zurück, denn der heilige Petrus war der Lieblingsheilige der Römer. Das Eulenköpfchen in der Form, wie es sich heute darstellt, wurde während des Zweiten Weltkrieges ausgebaut. Hier war Artillerie stationiert, die feindliche Fliegerangriffe auf die Ellerer Brücke abwehren sollte. Von hier oben kann man auch einen sehr guten Blick auf die Bahngleise hinter Ediger-Eller werfen, die im weiteren Verlauf in den Kaiser-Wilhelm-Tunnel führen, der dann am Ende in Cochem herauskommt. Woher stammt aber der Name Eulenköpfchen? Im Turm der Peterskapelle hatten sich Eulen eingenistet. Sie beschmutzten mit ihrem Kot aber in einem Fort den Innenraum der Kapelle. Um die Ratten der Lüfte vom Turm auszusperren, wurden die Dachfenster mit Brettern vernagelt. Davon waren die Eulen so irritiert, dass sie sich tagelang in den Baumgipfeln der nahen Kuppe versammelten. Dieses Schauspiel wurde von den Bewohnern von Neef mit Interesse beobachtet und fortan nannten sie den Bergsporn Eulenköpfchen. Der Aussichtspunkt auf dem Gipfel des Eulenköpfchens bietet heute den Besuchern einen spektakulären Panoramablick auf die Moselschleife und die steilsten Weinberge Europas im Bremmer Kalmont. Heutzutage ist der Berg fest in die Infrastruktur der Moselregion eingebunden. Durch ihn verläuft ein kleiner Eisenbahntunnel, durch den die Züge, die zwischen Trier und Koblenz unterwegs sind, auf direktem Weg nach Ediger-Eller gelangen, um von dort nach Cochem weiterzufahren. Nochmal zurück zur Peterskapelle am Friedhof von Neef. Dies ist der einzige noch heute genutzte Höhenfriedhof an der Mosel zwischen Trier und Koblenz. Bis Ende der 1950er Jahre wurden hier die Verstorbenen noch über einen steilen Weinbergspfad mühsam hoch zu ihrer letzten Ruhestätte getragen. Heute ist der Weg mit dem Auto hierhin um ein Vielfaches angenehmer. Kleiner Funfact am Rande: Es gibt einen jährlichen bundesweiten Wettbewerb um den schönsten Friedhof in Deutschland. In dieser Kategorie belegte dieser Friedhof den 3. Platz.
Berühmt ist in der Peterskapelle auch der aus der Spätrenaissance stammende steinerne Altar. Die Figuren der Patrone Peter und Paul sind im Altar rechts und links aufgestellt. In der Mitte zeigt der Altar ein Relief der Kreuzabnahme Christi und darüber seine Auferstehung. Diese Darstellung erinnert daran, dass es ein Weiterleben im Jenseits gibt. Die Altarplatte und der Unterbau sind im Gegensatz zum Aufbau einfach und grob geschaffen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Unterbau aus der Vorzeit der Peterskapelle stammt. Und so thront die Kapelle in der Nähe des Gipfels auf dem Eulenköpfchen und vermutlich werden nur die wenigsten Zugreisenden wissen, unter was für einem spannenden Berg sie da gerade durchgefahren sind. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.